Bei diesem tristen Wetter da draußen möchte man doch am liebsten in die Ferne schweifen. Und weil wir das momentan nicht können, dachte ich, ich nehme euch mal mit auf meine erste Indienreise. Way, Namaste! Herzlich willkommen auf Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich nehme euch heute mit auf meine erste Reise nach Indien. Wie kam das eigentlich? Tatsächlich wollte ich schon immer mal nach Indien, aber dieses vielleicht mal dahin wollen hat sich natürlich durch das Tanzen deutlich intensiviert. Und so hat sich das Ganze wirklich zu einem Traum entwickelt, den ich super gerne mal verwirklichen wollte. Aber im Studium habe ich mir immer eingeredet, dass ich keine Zeit habe oder kein Geld. Und so ist es halt nie passiert. Bis mich eines Tages eine indische Freundin, die ich in Berlin kennengelernt habe, zu ihrer Hochzeit eingeladen hat. Das war also die perfekte Gelegenheit, endlich mal nach Indien zu kommen. Und so habe ich die eine Person in meinem Leben gefragt, die noch viel Indien begeisterter ist als ich, nämlich meine gute Freundin Jenny. Die war natürlich auch sofort Feuer und Flamme und zusammen mit der Hilfe von unseren indischen Freunden haben wir dann diese Reise geplant. Als es dann endlich soweit war und wir im Flugzeug saßen, waren wir so aufgeregt. Wir hatten eine 12,5-stündige Reise vor uns mit Turkish Airlines. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so, sondern einfach meine eigenen Erfahrungen. Aber ich finde Turkish Airlines richtig gut. Ich bin jetzt mittlerweile mit mehreren großen Airlines geflogen und die hatten bisher den allerbesten Service. Wir haben auf den beiden langen Flügen Goodie-Bags bekommen. Die hatten ein Entertainment-System an Bord, das Bollywood-Filme drin hatte, natürlich auch ganz viele andere Filme, aber wenn man schon mal nach Indien fliegt, kann man ja auch mal einen Bollywood-Film schauen und sogar mit englischen Untertiteln. Das Essen war richtig toll und die Stewardessen waren super nett und hilfsbereit. Wir sind mit ein bisschen Verspätung in Istanbul angekommen, wo wir aber nur eine Dreiviertelstunde zum Umsteigen hatten. Und wer schon mal einen Langstreckenflug gemacht hat, weiß, dass das verdammt wenig Zeit ist. Aber auch dort wurde uns sofort geholfen und wir haben den Flieger problemlos erreicht, waren natürlich einige der letzten Passagiere in dem Ding, aber nicht die letzten. Es war natürlich viel größer als die Flugzeuge für die innereuropäischen Flüge. Von daher war das das erste Mal, dass ich in so einem Riesenteil war und ich war einfach nur geflasht. Wir kamen in dieses Flugzeug und in diesem Flugzeug waren 99% Inder. Wir waren, glaube ich, die einzigen Deutschen aus dem Flugzeug und es gab nur stellenweise mal noch ein paar andere europäische Reisende. Nach einiger Reisezeit sind wir dann in Mumbai angekommen und haben sofort gemerkt, dass das Klima ein ganz anderes ist. In Mumbai ist das Klima sehr feucht, es hat eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und so waren wir ein bisschen verwundert, als wir in dieses Flughafengebäude kamen und da einfach mal Teppichboden lag. Weil durch diese permanente Luftfeuchtigkeit hat der auch ein bisschen muffig gerochen. In Mumbai angekommen haben wir dann Kontakt aufgenommen mit einem Freund von dem Bruder meiner indischen Schwester. Da stellt sich halt wieder mal heraus, dass die Inder ein verdammt gastfreundliches und hilfsbereites Volk sind. Denn obwohl dieser Typ uns gar nicht kannte, war er sofort bereit, uns bei sich aufzunehmen. Und wie wir später erfahren haben, war es nicht mal seine eigene Wohnung, sondern er war eigentlich auch nur der Freund vom Untermieter des Hauptmieters der Wohnung. Und der hat uns auch klaglos einfach bei sich aufgenommen. Die haben dann zu zweit in einem Bett gepennt und wir haben ein eigenes Zimmer bekommen. Wir sind früh morgens angekommen und weil wir natürlich auch ein bisschen Hunger hatten, ist Lionel mit uns erstmal frühstücken gegangen. Wir hatten natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was man in Indien so zum Frühstück isst. Und so waren wir leicht überrascht, dass das Frühstück dort warm ist. Was wir auch nicht wussten ist, dass das nordindische Essen, was wir hier in Deutschland hauptsächlich bekommen, und das südindische Essen, was man eben in Südindien bekommt, ziemlich verschieden ist. Die Gerichte, die dort auf der Karte standen, kannten wir einfach nicht. Und wir mussten uns erstmal erklären lassen, was das ist. Und das bei zwei Mädels, die total Indien begeistert sind und die wahrscheinlich jede Karte eines deutschen indischen Restaurants auswendig kennen. Wir haben uns dann dazu entschlossen, einmal Masala Dosa auszuprobieren. Das ist so eine Art herzhafter Crepe und den gibt es mit verschiedenen Füllungen. Dazu hatten wir Idli Vada. Idli ist so ein Reiskuchen und Vada ist im Prinzip frittiertes Idli in Donutform. Beides sehr, sehr lecker. Und was ganz wichtig war, was wir in jedem Reiseführer gelesen haben, Bottled Water bestellen, also fertig abgepacktes Flaschenwasser. Denn das Leitungswasser in Indien ist für den europäischen Magen überhaupt nicht verträglich. Und selbst bei Filtered Water, also gefiltertem Wasser, muss man aufpassen. Am besten und am sichersten fährt man, wenn man einfach abgepacktes Flaschenwasser nimmt. Das gibt es auch in jedem Restaurant. Standardmäßig wird einem da Leitungswasser hingestellt.
das halt kostenlos ist. Aber wir haben dann immer nach Flaschenwasser gefragt und das solltet ihr auch tun, wenn ihr mal nach Indien fahrt. Ja, und dann sind wir die nächsten Tage durch Mumbai gefahren, hauptsächlich mit Taxen. Ja, in Indien ist das sehr viel günstiger als hier oder mit Autorikschas, die ihr sicherlich auch als Tuk-Tuk kennt. In Indien sagt man allerdings Auto dazu. Also Auto. Was ich besonders krass fand generell in Indien, ist dieser Kontrast zwischen Arm und Reich, weil es wirklich vorkommt, dass Wohnhäuser für Reiche direkt neben halb abgerissenen Hütten stehen, die in super schlechtem Zustand sind. Auch fand ich beeindruckend, dass man in Mumbai immer noch einige Häuser aus der Kolonialzeit sehen kann. Also zumindest sieht der Stil sehr europäisch aus. Was natürlich von Minute 1 an richtig krass war für uns, ist der indische Verkehr. Das ist für jemanden, der aus Deutschland kommt, wahrscheinlich ein besonderer Kulturschock, weil wir es gewohnt sind, dass alle ordentlich auf ihrer Spur fahren, sich alle einigermaßen an die Regeln halten und keiner unnötig hupt. Aber in Indien ist die Hupe so eine Art Kommunikationsmittel auf der Straße und naja, an Verkehrsregeln hält sich da kaum jemand. Und Straßenspuren gibt es zwar, aber auf einer dreispurigen Straße gibt es dann gerne auch mal 6 nebeneinander fahrende Autos. Besonders die Autorikschas sind ein richtig cooles Fortbewegungsmittel in dem Verkehr, weil die Straßen meistens sehr voll sind und die Autorikschas sich ziemlich gut überall durchquetschen können. Dann fanden wir noch ziemlich beeindruckend, dass ganz viele Taxiautos und auch Autorikschas von ihren Fahrern individuell verziert wurden. Man merkt, das ist so ein bisschen das zweite Zuhause von den Leuten, die fahren. Auch sehr interessant ist, dass in Indien, ganz egal welcher Religion jemand angehört, es eigentlich immer so eine Art Glücksbringer im Auto gibt. Bei Hindus ist es natürlich eine hinduistische Gottheit. Bei den Christen in Indien ist es eine kleine Jesus-Statue gewesen. Und bei Moslems haben wir auch mehrere eindeutig religiöse Symbole in diesen Rikschas gesehen. Dann haben wir natürlich die Residenz von Shah Rukh Khan besucht. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber der hat ein Haus in Mumbai. Ganz in der Nähe von der Residenz ist auch der sogenannte Sea Link. Das ist eine riesige Brücke, 5,7 Kilometer lang, die die Mumbaier Stadtteile Bandra und Worli miteinander verbindet und so eine sehr gute Möglichkeit bietet, den immer vorhandenen Stau in der Stadt ein bisschen zu umfahren. Dann haben wir das Gateway of India besucht. Das ist 1911 von den Briten erbaut worden, als damals König George das Land besucht hat und war interessanterweise auch der Punkt, von dem die letzten britischen Truppen Indien verlassen haben nach der Unabhängigkeit. Danach waren wir Shisha rauchen oder Hookah, wie man es in Indien nennt, und waren reichlich verwirrt, als uns gesagt wurde, dass das nicht so ganz frei erlaubt ist in Mumbai. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es damals so gewesen, dass man das halt nur in abgetrennten Räumen machen durfte, die getrennt von den Restaurants waren. Es unterlag strengen Regularien und es hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Wir haben für unsere kleine Hookah 10 Euro bezahlt in Indien, wo die Preise ungefähr ein Zehntel von dem sind, was wir hier so in Deutschland bezahlen für Sachen. Also das war schon wirklich krass. Unsere Freunde haben uns gesagt, dass das unter anderem daran liegt, dass in Indien ja gerade der Konflikt zwischen Moslems und Hindus wieder stärker wird und Hookah bzw. Shisha-Rauchen wird halt als muslimische Sache angesehen und in den hinduistisch regierten Bundesstaaten ist es daher oft verboten oder unterliegt strengen Regularien. Nach unserer Abreise ist es tatsächlich sogar für 2 Jahre verboten worden. Ich glaube, mittlerweile wurde der Bann aber wieder aufgehoben. Gewohnt haben wir, wie gesagt, in der Wohnung eines Freundes von Lionel, Angad. Ich kann den Namen bis heute nicht richtig aussprechen. Den haben wir natürlich ein Gastgeschenk mitgebracht, als Dank dafür, dass sie uns beherbergen. Das ist wirklich bei Reisen nach Asien immer eine gute Idee. Die Leute freuen sich sehr über Geschenke aus dem Heimatland von ihren Gästen. Und ich meine, wir durften da kostenfrei für ein paar Tage wohnen. Ist ja völlig klar, dass wir denen was mitbringen. Und darüber haben die sich so gefreut, dass die, als wir geschlafen haben, nochmal einkaufen gegangen sind und uns ganz viele typisch indische Snacks besorgt haben. Was ich so cool finde, weil wir als Touristen haben natürlich gar keine Ahnung gehabt von dem, was in Indien so beliebt ist. Die haben uns das dann vorgestellt und das war richtig lecker. Wie so oft in Indien durften wir feststellen, dass, auf so einwandfreie Funktionalität nicht immer so großen Wert gelegt wird. Also jede Wohnung und so gut wie jedes Zimmer in Indien hat eine Klimaanlage und unsere hat getropft. Und zwar so nervig, dass wir beschlossen haben, das muss gefixt werden. Am nächsten Tag sind wir dann shoppen gegangen und hatten einen Heidenspaß beim Verhandeln, beim Sachen aussuchen, beim Sachen anprobieren. Es war wirklich der Wahnsinn.
Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Straßenstände in so einer indischen Stadt, wo man was kaufen kann. Und Lionel hat uns zu einigen bekannten Orten geführt, wo das ganz besonders gut geht. Zum Beispiel waren wir in einer Markthalle, wo es nur Klamottenstände gab. Dann waren wir in einer Markthalle, wo es nur Essen gab. Da haben wir uns mit Gewürzen eingedeckt. Und dann gab es auch noch so einen Markt draußen an der Straße, wo es super viel Schmuck gab. Und wir sind so richtig ausgerastet beim Shoppen. Das Verhandeln war natürlich ein bisschen tricky, weil die sehen, oh, Touristen, ja, da können wir mal das 3-4-fache von dem Preis verlangen. Und entsprechend ist es dann auch nicht so einfach, die wieder runterzuhandeln. Da hat es sich wirklich bezahlt gemacht, dass wir einen Inder dabei hatten, weil der die Tricks kennt, weil der selber verhandeln gewohnt ist und weil der auch übersetzen helfen kann. Weil in Indien ist zwar Englisch eine Amtssprache, aber trotzdem kann nicht jeder Inder gut Englisch. Also für Kommunikation und vor allem fürs Verhandeln war es auf jeden Fall sehr wertvoll, dass wir jemanden dabei hatten. Und zur Erfrischung danach gab es dann noch eine sogenannte Tender Coconut, die ganz anders aussieht als die Kokosnüsse, die wir hier kennen. Wir kennen ja diese braunen, haarigen. Das sind im Prinzip alte Kokosnüsse und Tender Coconut sind halt grün und quasi noch ganz jung. Also die sind komplett voll mit diesem Kokoswasser und das wird dann mit einer Machete angeschnitten, Strohhalm reingesteckt und dann hat man ein erfrischendes Getränk. Natürlich waren wir auch an einem Strand, dem sogenannten Juhu Beach, wobei wir da schwerstens enttäuscht waren, weil dieser Strand so unglaublich dreckig war. Überall lag Plastikmüll rum, der Sand war schwarz von dem ganzen Müll. Es war so frustrierend zu sehen, wirklich sowas habe ich noch nie gesehen. Das war richtig schlimm. Vielleicht sollte man mal Mülleimer aufstellen, die Abhilfe schaffen. Naja, auf jeden Fall ist Juhu Beach mittlerweile deutlich sauberer. Dank Corona konnten die Menschen nicht an den Strand, weswegen der im Verhältnis super sauber aussieht. Danach waren wir zum allerersten Mal in einem indischen Tempel, einem ISKCON-Tempel. ISKCON ist die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein und es war so schön. In diesem Tempel gab es laufend Rituale. Wir hatten jemanden dabei, der uns dort durchgeführt hat, der uns über die Mythologie erzählt hat. Und ja, dann konnten wir auch ein bisschen zugucken, wie dort gesungen und gefeiert wurde. Und es war eine so schöne Stimmung, es war wirklich der Wahnsinn. Eines der wichtigsten Hilfsmittel, wenn ihr in Indien seid, ist definitiv Odomos. Das ist ein Mückenschutzmittel, das es als Creme gibt oder als Roller oder ich glaube auch als Spray mittlerweile. Und dieser Geruch von Odomos ist so unglaublich gut. Das war's mit Teil 1 meiner Erfahrungen in Indien. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bald wieder.